Seit einer Woche lade ich mein Cupra Formentor Plug-in Hybrid Fahrzeug nicht auf, Freunde. Ich benutze es mit 0% Ladung. In diesem Video werden wir uns die Kraftstoffdaten und die Leistungsdynamik ansehen bei 0% Ladung. Dann werden wir unser Fahrzeug aufladen. Danach werde ich meine Bewertungen zwischen der Leistung bei vollem und leerem Akku machen. Sie werden auch Zeuge davon sein. Diejenigen, die dieses Auto besitzen oder es kaufen möchten, erwarte ich in den Kommentaren. Lassen Sie uns direkt zu unserem Video übergehen. Ja, Freunde, jetzt, wenn wir zum Fahrteil unseres Fahrzeugs übergehen, Cupra Formentor bei Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen ist es eigentlich ganz einfach, wenn Sie möchten, dass der Motor bei kaltem Wetter direkt startet. Zuerst schalten wir die Zündung ein, Freunde. Nachdem die Zündung eingeschaltet ist, halten wir Gas und Bremse gleichzeitig gedrückt. Danach, wie Sie sehen, können wir direkt starten, Freunde. Im Moment haben wir 0% Batteriewerte. Ich zeige es Ihnen, alles ist 0%. Wir haben überhaupt keine Batterie. Die Rückgewinnung ist hoch. Wenn wir uns die Info ansehen, zeigt es, wie Sie sehen, potenziell 0 Kilometer an. Unser Fahrzeug läuft gerade mit dem Benzinmotor. Es gibt keinerlei Aufladung oder ähnliches im Fahrzeug, Freunde. Ich benutze es seit einer Woche auf diese Weise. Seit einer Woche benutze ich das Auto so. Bin ich auf irgendwelche Probleme gestoßen? Freunde, natürlich, da dieses Auto ein Plug-in-Hybrid ist, bin ich auf keine Probleme gestoßen. Nur, er benutzt Benzin. Wenn kein Strom vorhanden ist, benutzt er Benzin. Wir fahren gerade das Fahrzeug aufladen. Die Schnellladeunterstützung reicht für etwa 50 Kilometer. Zusammen mit dem Schnellladen dauert es ungefähr etwa eine Stunde, bis es abgeschlossen ist, Freunde. Wie Sie sehen, nutzen wir gerade nicht nur den Elektromotor, sondern auch den Benzinmotor. Das heißt, unser Fahrzeug läuft gerade mit dem Verbrennungsmotor. Es wird in keiner Weise Strom oder ähnliches verwendet. Der Rückgewinnungsgrad wird hier in grün angezeigt. Aber Freunde, glaubt mir, ich benutze es seit einer Woche. Seit einer Woche benutze ich es bei 0%. Es ist nicht einmal auf 1% gestiegen. Also ich verstehe diese Rückgewinne nicht. Sie schaffen es einfach nicht. Entweder mache ich etwas falsch oder es gibt ein anderes Problem. Aber um es so zu erklären, beim Anfahren und wenn ich nicht sehr sanft Gas gebe, nutzt es immer auch den Strom. Zum Beispiel, obwohl der Akku gerade bei 0% ist, nutzt es immer noch beim Anfahren und so weiter den Strom. Abgesehen davon, wenn Sie nach der Leistung fragen, kann ich die Leistung folgendermaßen zeigen. Sie hören normalerweise sehr viel Motorgeräusch. Also ich denke ehrlich gesagt nicht, dass es einen Leistungsverlust gibt, aber ich möchte mir selbst ein Urteil bilden, indem ich dieses Video anschaue. Denn nachdem ich dieses Video gesehen habe, werde ich den Unterschied zwischen voller Ladung und ohne Ladung zusammen mit euch sehen, Freunde. Jetzt fahren wir sowieso zur Ladestation, zur Schnellladestation. Das wird für uns eine schöne Erfahrung sein. Natürlich, wenn es elektrisch ist, passiert so etwas mehr. Es reagiert sofort und so, aber ansonsten denke ich nicht, dass es einen Leistungsverlust gibt. Es ist sowieso ein 204 PS starkes Fahrzeug. Leute, ich erwarte ehrlich gesagt nicht viel mehr. So, wir werden zusammen unser Fahrzeug aufladen. Danach werden wir sehen, wie die Leistungsdaten aussehen. Was wollte ich Ihnen noch zeigen? Bevor ich es vergesse, ich wollte Ihnen die Kraftstoffdaten zeigen. Ich möchte Ihnen die Kraftstoffwerte zeigen, die wir in dieser Woche verwendet haben. Drücken wir sogar auf die Langzeitblende oder drücken wir, nachdem der Kraftstoff da ist. Freunde, wie ihr hier seht, 7,3 bei Benzin. Es zeigt 7,3 an. Im elektrischen zeigt es 9,1 an. Also ehrlich gesagt kann ich sagen, dass ich mit dem Fahrzeug in Bezug auf den Kraftstoff wirklich zufrieden bin. Wenn man den Strom auch nutzt, bietet es uns wirklich eine sehr effiziente Nutzung. In Bezug auf die Effizienz ist die Leistung des Fahrzeugs gut, Freunde. Es gehört also zu den Autos, die Kraftstoff sparen können. Ich bin bei Shell angekommen. Hier gibt es eine Schnellladestation, Freunde. Dort haben wir einen freien Platz. Lass uns unser Auto aufladen, wenn du möchtest. Danach schauen wir, was passiert. Ja, Freunde, jetzt haben wir begonnen, unser Fahrzeug aufzuladen. Wie ihr seht, ist unser Fahrzeug bei 16% Ladung.
Um 16:21 Uhr wird unser Akku vollständig aufgeladen sein, also bei 100%. Es lädt mit 15 kVi und nach diesem Ladevorgang, wie wird sich das auf die Fahrdynamik auswirken? Das werden wir gemeinsam sehen mit Ihnen zusammen. Wenn Sie möchten, gehen wir direkt zum Teil, wo der Ladevorgang abgeschlossen ist, Freunde. Ja, Freunde, jetzt haben wir unseren Ladevorgang abgeschlossen. Eigentlich hat es länger gedauert, als ich erwartet hatte. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass der Akku seit einer Woche leer ist oder ob es mit der Ladestation zu tun hat. Aber diesmal hat der Ladevorgang wirklich länger gedauert, als ich erwartet hatte. Kann ich es so zeigen, es lädt immer noch. Wir sind gerade bei 97%. Wir sind bei 97%. Und die Kilometer ändern sich entsprechend, Freunde, da ich das Auto seit einer Woche nicht aufgeladen habe, zeigt es, wie ihr seht, 55 Kilometer an. Normalerweise zeigt es, wenn ich es auflade, zwischen 90 und 100 Kilometer an. Dieses Mal zeigt es 55 Kilometer an. Natürlich denke ich, dass es steigen wird, wenn ich es benutze. Nun, wenn Sie möchten, können wir gemeinsam erleben, welche Unterschiede es in der Leistung gibt, wenn die Batterie voll ist. Vergessen Sie nicht, das Video anzusehen und Ihre Kommentare dazu abzugeben. Bei Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen können Sie das Fahrzeug auf diese Weise von außen aufladen und nutzen. Sie können es sowohl elektrisch als auch mit einem benzinbetriebenen Verbrennungsmotor verwenden, aber bei Plug-in-Hybriden können Sie natürlich auch dann mit Hilfe des Verbrennungsmotors und Kraftstoff weiterfahren, wenn der Akku leer ist. In dieser Zeit sieht die Fahrinformation nach einer Woche Nutzung so aus. Kraftstoffeinsparungen und so weiter können Sie hier deutlich sehen. Da ich es seit einer Woche ohne Strom benutze, sagt es, dass wir selbst bei 100% Ladung nur 56 Kilometer fahren können, aber das wird jetzt mit der Nutzung steigen. Normalerweise, wenn ich es ständig auflade, also nie leer lasse, zeigt es zwischen 90 und 100 Kilometer an. Da es seit einer Woche leer ist, zeigt es 56 Kilometer an. Auf diese Weise können Sie die Kraftstoffdaten sehen. Jetzt, wenn Sie möchten, machen wir einen Fahrtest, während der Akku voll ist. Lassen Sie uns den Unterschied zwischen leer und voll gemeinsam beobachten. Vergesst nicht, das Video bis zum Ende anzuschauen, zu kommentieren, zu liken und den Kanal zu abonnieren, Freunde. Şimdi şarjı doldurduk. Şarjı doldurduğumuza göre Ich werde Ihnen zeigen, wie sich die Fahrleistung bei leerer und voller Batterie ändert. Also werden wir es gemeinsam erleben. Mal sehen, wie groß der Leistungsunterschied sein wird. Ich glaube nicht, dass es viel sein wird, auch bei Elektrik. Wie Sie wissen, haben wir am Anfang des Videos eine Leistungsbewertung gemacht, als die Batterie leer war, also als unser Akku bei 0% war. Wir hatten darüber gesprochen, seit einer Woche lade ich das Auto nicht auf, aber jetzt haben wir es auf 100% aufgeladen. Mal sehen, welche Veränderungen in der Leistung auftreten werden. Wird es einen großen Unterschied geben? Das werden wir gemeinsam erleben. Bleiben Sie beim Video. Ich würde mich freuen, wenn Sie es bis zum Ende ansehen. Und wenn Sie Ihre Meinungen zu diesen Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen in den Kommentaren angeben könnten, würde ich mich sehr freuen. Jetzt werden wir den Test durchführen. Danach werden wir sehen, was passieren wird. Kommen wir zu unserem Batteriedisplay. Freunde, es zeigt so 95% an. Es entlädt sich gerade sehr schnell. Ich schalte das Fahrzeug in den Elektromodus. Schauen wir mal, welchen Leistungsunterschied es im Elektromodus zeigen wird. Eigentlich werde ich es im Hybridmodus erleben, wenn wir hier so abbiegen, Freunde. Also, wie Sie sehen, hören Sie im Elektromodus keinerlei Geräusche, keinen Motorlärm oder ähnliches. Das Fahren ist wirklich angenehm. Natürlich geht der Strom zur Neige. Wie Sie sehen, waren es 56 Kilometer. Es geht also schnell zur Neige. Wenn wir in den Hybridmodus wechseln, sollten wir die Batterie in den Schutzmodus versetzen. Ja, Freunde, so ist es. Ich trete aufs Gas. Natürlich nutzt der Motor, wenn ich stark trete. Aber im Vergleich dazu kann ich sagen, dass es meiner Meinung nach keine Veränderung in der Leistung gibt. Ich werde ein wenig langsamer fahren. Ich werde wieder Gas geben, Freunde. Also was die Beschleunigung angeht, denke ich, also das ist meine Meinung. Ich denke nicht, dass es eine Veränderung gibt. Wenn jemand mehr darüber weiß, würde ich mich freuen, wenn er es in den Kommentaren erwähnt. Aber ehrlich gesagt denke ich so. Ich denke nicht, dass es viele Unterschiede gibt. Aber wenn Sie bemerkt haben, hat es im Moment eine Reichweite von 52 Kilometern im elektrischen Modus, weil ich es seit einer Woche nicht aufgeladen habe. Aber als ich es vorher ständig aufgeladen habe, ohne es auf 0% fallen zu lassen, zeigte es zwischen 90 und 100 Kilometern an. Jetzt zeigt es 50 Kilometer an. Natürlich werde ich es wieder aufladen, bevor es leer ist. Mal sehen, ob es steigt. Das interessiert mich auch. Außerdem war die Ladezeit auch ziemlich lang. Ich weiß nicht, weil es seit einer Woche leer ist oder ob
Ob's am Ladegerät liegt, habe ich keine Ahnung. Wenn jemand darüber Bescheid weiß, würde ich mich freuen, wenn er es in die Kommentare schreibt. Also, ich denke definitiv nicht, dass es einen großen Leistungsunterschied gibt. Das war's mit unserem Video, Freunde. Ich wollte, dass es ein kurzes und prägnantes Video ist. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und Kommentare zu hinterlassen. Vergesst auch nicht, meinen Kanal für weitere Fahrzeugbewertungen zu besuchen, Freunde. Auf Wiedersehen an euch alle. Passt gut auf euch auf.